Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute mit der ersten Developers Note zum Update V1.5.0 Murans Awakening. Logischerweise kennen wir jetzt schon sehr viel durch den Testserver. Es ist eine ganz andere Situation als sonst, wo wir bis relativ, wobei das auch von Update zu Update durchaus schon ganz unterschiedlich auch war, eigentlich komplett im, Unklaren darüber waren, was überhaupt genau kommt und auch wann und wie und pipapo. Das ist jetzt alles ja zum Glück ein bisschen anders. Deswegen sind es jetzt hier nicht die weltbewegenden Neuheiten und es steht ja auch schon hier drin, es ist die erste Developers Note quasi oder sie fangen jetzt halt an damit. Entsprechend ist da jetzt natürlich auch noch nicht alles enthalten. Und es ist nicht sehr viel Text, aber ich war wieder zu faul, beziehungsweise das heißt zu faul, aber es ist einfach so nervig, es auf Englisch immer zu lesen und selber nochmal übersetzen zu müssen. Zieht nur das Video in die Länge. Deswegen hier auf Deutsch. Hier ist GM Shadow. Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass die kommende Erweiterung Fly Universe Murans Awakening bald erscheinen wird. In dieser Entwicklernotiz möchten wir euch einen Vorgeschmack auf einige der Inhalte geben, die euch in der neuen Version erwarten. Heute konzentrieren wir uns auf einen der spannendsten Aspekte des Updates, die neuen Gebiete, die zur Erkundung freigegeben werden. Bitte beachtet, dass das, was wir hier teilen, nur einen kleinen Einblick in die Erweiterung darstellt und nicht alle Features oder Details umfasst, die enthalten sein werden. Bitte beachtet, dass alle visuellen Darstellungen und Angaben vor der Veröffentlichung noch Änderungen unterliegen können. Genau. Und dann geht es eben hier weiter mit Kowloon. Entdeckt den neuen Kontinent zur Erkundung, Kowloon. Es handelt sich um eine mysteriöse Region, die nördlich des Darkon-Kontinents abgeschottet war und nun zugänglich ist. Mitten im tiefen Wald der Region liegt die Stadt Ailun, die das Geheimnis eines mächtigen Pfades für eure geschätzten Klassen birgt. Eine ehrgeizige Expedition zur Suche nach einer neuen Region ist gescheitert und ein seltsamer Sammler möchte, dass ihr, der Held, auf die Suche nach einem Weg geht, um sie zu finden. Erkundet die neue Region, um die Geheimnisse zu lüften, die sie birgt. Der Kowloon-Kontinent wird viele neue Monster-Quests und Gebiete zur Erkundung bieten. Hier sind einige der Orte, die ihr erwarten könnt. Genau, wie gesagt, das haben wir uns quasi auf dem Testserver schon angeschaut. Stunden schon dort verbracht, Stunden schon dort gegrindet. Aber für alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist quasi der neue Baum, der immer schon den Mittelpunkt von Ailun oder Aelion, whatever, dargestellt hat. Sie haben ihn ein bisschen verändert und zwar so, dass er nicht mehr dicht ist. Also im Schleif-PC ist es halt wirklich ein riesiger Baum einfach, ein massiver Baum und der ist jetzt innen quasi ausgehöhlt, hat so ein, Luftschiffhafen quasi. Glücklicherweise muss man aber auch sagen, oben stehen, zumindest bis jetzt, keine NPCs. Die NPCs stehen weiterhin alle um den Baum herum, wie in FLAF-PC, was ich persönlich sehr appreciate, weil mit den ganzen Portbugs und so weiter, da jedes Mal hochlatschen zu müssen oder hochfliegen zu müssen, wäre echt nervig. Es gibt zwar auch einen Aufzug, aber es funktioniert alles noch nicht so einwandfrei. Deswegen ist es ganz cool, dass die NPCs einfach draußen stehen, weil so macht es optisch was her, aber praktisch muss man es nicht benutzen. Genau, dann das ist der Anfang, das ist der eigentliche Hafen oder der eigentliche Landepunkt. Tatsächlich optisch gar nicht so schön. Ich hätte es mir tatsächlich ein bisschen cooler vorgestellt. Ist halt vor allem von der Farbe her doch wirklich extrem unabwechslungsreich. Und Mobdichte war da als auch nicht so der absolute Burner, beziehungsweise hast du doch viele Hindernisse. Dieses Gebiet hier finde ich sehr cool. Da bin ich schon gespannt, was sie damit noch machen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das aktuell noch keine wirkliche Funktion haben soll. Bisher auf dem PTS hat es keine Funktion. Da ist einfach gar nichts. Also es sieht ja halt aus wie so eine fette Bossfight-Zone. Es wäre hier irgendein World-Boss oder sowas. Oder vielleicht sogar der Eingang zu einem Dungeon. Beides nicht. Aktuell ist da einfach gar nichts. Das sind nicht mal Monster. Also bin ich schon gespannt, was da noch kommt, weil da muss irgendwas kommen. Sonst wäre es schon sehr seltsam. Und dann dieser Dragnir oder Dragnir Forest, der so ein bisschen, eigentlich Knochenpfad ist, aber auch nicht komplett, weil viele Monster aus dem Knochenpfad fehlen. Die sind gar nicht da, es sind nur die Skeletthunde eigentlich. Und die Lycan Warrior oder so, ich weiß nicht mehr, wie die in FLAF-PC heißen, aber auf jeden Fall, da ist auch noch Luft auf jeden Fall, um noch mehr hinzuzufügen. Genau, gut. Es gibt viele Regionen zu erkunden, darunter weite Graslandschaften, mysteriöse Wälder. Darüber hinaus bringt der neue Kontinent eine Erhöhung der maximalen Levelgrenze auf 190 sowie neue Ausrüstung mit sich. Ja, das ist die Weltkarte.
Das heißt, das untere Gebiet hier kennen wir alles und das ist jetzt da oben. Das ist der Hafen, hier ist die Stadt, hier ist dieser Wasserfall, ganz da oben ist der Behemoth Dungeon, das ist der Dragnir Forest, das ist das Grasland. Ja, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Genau. Anku's Asylum. Der Gott des Todes Anku residiert in Anku's Asylum, nur die Mutigen werden den Schatz darin erlangen. Das hat mich persönlich doch etwas überrascht, wobei man es an Wilds eigentlich auch schon hätte absehen können. Wilds wurde ja auch größtenteils unverändert gelassen, der Dungeon an sich. Und im Behemoth Dungeon ist es tatsächlich noch krasser gewesen. Also zumindest zu Beginn des PTS war es eigentlich 1:1 Copy-Paste aus Live PC. Jetzt haben sie die Dimensionen des Dungeons zumindest ein bisschen erhöht im Sinne von, also den Dungeon an sich meine ich jetzt, die Map und halt der Aufbau und so weiter. Ja, jetzt haben sie es zumindest ein bisschen größer gemacht, weil der größte Unterschied ist halt, bei Live PC konnte man auch gar nicht so weit rauszoomen wie bei Live Universe. Das heißt, du hast die Dimensionen wie in Live Universe nicht zwingend gebraucht. Also klar, in Live PC war es auch schon ein bisschen klaustrophobisch manchmal, aber ich sag mal so, es war halt auch eine ganz andere Zeit und das Zeug ist ja schon fast 20 Jahre alt. Aber ja, deswegen haben wir jetzt das Update gebraucht, eben mit einer größeren Dimension, mehr rauszoomen und so weiter, dass das easy möglich ist und dass man sich eben nicht so eingeengt fühlt. Ich meine, es ist zwar ein Dungeon, aber naja, man will ja trotzdem irgendwas sehen können und nicht nur Wand in der Kamera haben die ganze Zeit, beziehungsweise so, dass die Kamera einfach permanent am Reinzoomen ist, sodass du selber auch automatisch reinzoomen musst, weil das Rauszoomen nichts bringt. Genau. Aber ja, bisher da quasi noch wenige Änderungen. Ich glaube nicht, dass sie noch so viel ändern werden. Also wenn überhaupt, dann halt an den Monstern, Level, HP, Drops, whatever. Ich denke, am Dungeon selbst wird sich nicht mehr, oder vor allem am Layout wird sich wahrscheinlich nichts ändern. Mit diesem neuen Dungeon werden neue Methoden verfügbar, um eure Gruppe zu stärken, sobald Wellen von Monstern besiegt sind. Das Zerstören von Statuen gewährt Buffs sowie Debuffs. Ihr könnt auch weitere Monster besiegen, um zusätzliche Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel extra Belohnungen oder ein NPC, der die aktuellen Buffs oder Debuffs verändern kann. Je nachdem, wie ihr im Dungeon voranschreitet, werdet ihr einer von 3 verschiedenen Variationen von Anku gegenüberstehen. Wenn ihr der schwierigeren Version des Bosses begegnet, werdet ihr mehr Muster und Angriffe erleben, aber auch höhere Belohnungen ernten. Ihr könnt den Dungeon Anku's Asylum ab Level 166 bis 190 betreten und habt die Chance, neue Waffen, Rüstungen und andere Belohnungen zu erhalten, um euren Charakter zu verbessern und noch mächtiger zu werden. Der Einstieg in den Dungeon befindet sich in der dunkleren Region von Kailun, der Dragnir Ridge. Genau. Finde ich interessant, weil damit, naja, ich meine, es steht drin, dass alles nicht final ist, aber grundsätzlich bestätigen sie auf jeden Fall, okay, es bleibt wahrscheinlich bei 166 mit dem Eintrittslevel des Dungeons, was wir alle quasi mehr oder weniger instant nach dem Update sein werden. Das heißt, man kann direkt anfangen, Behemoth zu farmen, was ich cool finde. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch fraglich, weil dadurch erübrigt sich halt das Leveln, weil wenn du direkt in den neuen Dungeon reingehen kannst, vorausgesetzt du bist stark genug, musst du halt eigentlich überhaupt nicht leveln, weil du kannst einfach direkt anfangen zu farmen. Und wie man vor allem immer auf dem FEC-Server sieht, sobald die meisten Leute farmen können, hören sie auch auf zu leveln. Klar nicht alle Leute und klar nicht permanent, weil man farmt ja in der Regel auch nicht 24/7. Aber ja, doch irgendwie mehr oder weniger schon. Vor allem muss man halt bedenken, naja, neues Update, neue Items. Die ersten Items sind unfassbar wertvoll, wie immer halt. Entsprechend ja, wird da halt jeder drauf geiern und dann wahrscheinlich eher nicht mal ans Leveln denken. Genau. Ja, und das andere mit dem Dungeon, das sind diese neuen Mechaniken, die sie schon so groß angeteasert haben. Habe ich mir jetzt auch noch nicht so genau angeguckt. Ich habe nur einen Run gemacht und ja, da hast du halt dann diese Buffs und Debuffs, whatever. Mit dem NPC habe ich tatsächlich gar nicht geredet, muss ich zugeben. Ich habe ihn zwar gesehen, aber ich habe ihn gar nicht angesprochen. Ja, aber es ist ganz interessant mit den verschiedenen Stufen und so weiter. Wobei man da halt natürlich auch immer sagen muss, da ja die Geschwindigkeit auf jeden Fall eine Rolle spielt. Klar, mehr Monster töten und so, aber vor allem die Geschwindigkeit ist ja natürlich ausschlaggebend. Muss man natürlich sagen, dass es auch wieder ein bisschen gefährlich ist, weil du damit natürlich die Leute belohnst, die sowieso schon in Anführungszeichen stärker oder besser sind. Ja. Und die Leute, die eher schlechter sind oder durchschnittlicheres Equipment haben und so weiter, ich will jetzt nicht sagen, du bestrafst sie, aber ja, muss man natürlich vorsichtig sein mit sowas, ja, weil ich meine,
klar, kannst immer Glück haben, du kannst immer Pech haben, egal was deine Drop-Chance und so weiter ist. Und diese Buffs und so, das ist alles auch im niedrigen Prozentbereich. Von dem her, ja, kann man es jetzt auch ein bisschen zu engstirnig sehen wahrscheinlich. Aber ich will nur sagen, natürlich Leute, die sowieso schon extrem stark sind und extrem gut sind, in Anführungszeichen Casher, die profitieren, wie gesagt, natürlich nochmal stärker. Und die Leute, die halt eher mit sowas strugglen, die jetzt vielleicht auch bei Wilds schon nicht die besten Runs hinbekommen, die werden das halt bei Behemoth dann wahrscheinlich eher auch nicht hinbekommen. Und dann halt auch hier wieder, ja, nicht bestraft werden, aber halt auf jeden Fall weniger Drop-Chance haben. Weil gut, ich meine, bei Wilds muss man auch dazu sagen, ich meine, es gibt immer noch Leute, die KT machen. Also absichtlich verringerte Droprate, dafür, dass der Bossfight dann ein bisschen leichter ist. Ja, gut. Aber da hat man es ja selber in der Hand, ne? Hier, wenn du es einfach nicht schneller schaffst, weil dein Equipment nicht gut genug ist oder so, hast du es nicht selber in der Hand. Also technisch gesehen schon, aber praktisch halt auch irgendwo nicht, weil irgendwo sind ja auch einfach Grenzen gesetzt mit dem Equipment, was du hast. Von dem her, sag ich mal, muss man auch bedenken, dass das ein gewisses Risiko eben birgt. Genau, das ist dieser Mysterious Adventurer. Der Charakter in dem Screenshots trägt tatsächlich nur Sagas Goldbow. Oh, also kein neues Equipment. Oder zumindest keine neue Waffe. Das Set weiß ich gar nicht. Ist das ein Tyrant? Es sieht fast aus wie ein Tyrant-Set. Man sieht es nur von hinten. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, genau, das war's schon für heute. Und es kommen more Updates, also mehr Developer-Notes werden damit wahrscheinlich gemeint sein, bald. Ja, diese Developer-Note verliert, wie ich es jetzt am Anfang schon gesagt habe, natürlich ganz schön an Substanz, wenn du alles schon vom PTS-Server gehört, gesehen oder selbst erlebt hast. Aber gut, was sollen sie machen? Ich meine, trotzdem besser, man postet es, ja, um zumindest noch irgendwie die Leute zu erreichen, die jetzt sich sonst gar nicht irgendwie informieren und eben von den Sachen, die ich gerade erwähnt habe, noch gar nichts gehört oder gesehen haben. Aber wie gesagt, natürlich ist es ein bisschen, ja, dämpfend, wenn du halt alles schon oder das meiste schon gesehen hast. Aber wir haben natürlich trotzdem hier auch ein paar Sachen gelernt. Also grundsätzlich ist es auf jeden Fall so, dass es mit 166 in den Dungeon gehen sollte. Ich meine natürlich, wie gesagt, es kann sich jederzeit was daran ändern. Aber ja, so grundsätzlich ist es schon cool. Auch nochmal die Bestätigung über das, was wir eben schon gesehen und gehört haben. Weil wenn du es hier in der Developers Note nochmal reinballerst, dann ist es ja auf jeden Fall grundsätzlich nicht geplant, da nochmal grundlegende Änderungen vorzunehmen. Und das heißt natürlich auch, das Update soll wirklich bald kommen, weil normalerweise, wenn sie anfangen, die Developers Notes zu posten, dann ist es wirklich nicht mehr weit weg. Meistens so 4 Wochen. Kann man nicht pauschalisieren, weil wie gesagt, das war schon extrem unterschiedlich in der Vergangenheit. Aber ich würde jetzt mal behaupten, so, also dieses Jahr auf jeden Fall. Und ja, ich würde so sagen, 4 Wochen, Pi mal Daumen. Also werden wahrscheinlich noch mindestens 1 bis 3 Developers Notes bekommen, würde ich jetzt auch mal vermuten. Aber es kann auch nur noch eine sein, man weiß es nicht. Es ist immer anders gewesen. Aber ja, es wird auf jeden Fall nicht mehr allzu lange dauern. Und jo. Genau. Dann war's das. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Haut einfach 3-mal rein. Und schaut im Livestream vorbei, Twitch-Links in der Videobeschreibung.